Herzlich willkommen bei der Soundexperts GmbH. Mein Name ist Tobi und ich zeige euch heute, wie man ein Spot-Tune-System korrekt installiert. Dafür benötigen wir die hier gezeigten Komponenten. Das ist ja ein kleines Test-Setup, welches wir also gemeinsam jetzt mit euch installieren werden. Das besteht einmal aus dem Spot-Tune Stream. Das ist das Brain quasi dieses ganzen Systems. Von hier aus wird die Musik dann nachher auf die Speaker gestreamt. Und wie das Ganze eingerichtet wird, wie gesagt, werden wir jetzt im Einzelnen mal durchgehen. Das ist wie gesagt das Herzstück und das hier ist der Omni-Speaker, ein 360 Grad omnidirektionaler Speaker, der einen extrem guten Klang hervorbringt. Wir sind da sehr, sehr begeistert. Ausgezeichnet tatsächlich das ganze System mit dem Red Dot Award. Da blenden wir euch mal Infos ein zu. Und hochklassiges Audiosystem. In diesem Beispiel auch noch mit einem Subwoofer, den wir wie gesagt auch hier gleich einbinden werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich zur Einrichtung des Streams auf dem MacBook und zeigen euch, wie das Ganze über eine Cloud, die Spot-Tune zur Verfügung stellt, funktioniert. So, hier wie gesagt der Spot-Tune Omni-Speaker, den packen wir mal aus. Schon hat man das Gerät installationsbereit, denn der Lichtschienenadapter ist also direkt fest installiert, sodass der in die Licht- bzw. Stromschiene direkt eingehangen werden kann. Über dieses Verschlusssystem wird er nachher verriegelt. So viel erstmal zu diesen wunderschönen kleinen Speakern und wie das Ganze technisch funktioniert mit der Einrichtung zeigen wir euch. So, wir haben für euch den Stream schon mal ausgepackt. Im Lieferumfang natürlich die Bedienungsanleitung, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen. Hier kann man natürlich alles in Ruhe auch nochmal nachlesen. Und die legen wir erstmal beiseite. Ganz wichtig natürlich die Stromversorgung und die Funkverbindung, ergo die Antennen. Die befinden sich hier drin. Und ja, der Netzstecker, der muss noch entsprechend zusammengesetzt werden. Und hier haben wir die beiden Antennen, die wir jetzt mit dem Stream erstmal connecten. So, hier sehen wir einmal den ausgepackten Stream, der so aussieht. Die mitgelieferten Antennen müssen natürlich zu Beginn an die entsprechend vorgesehenen Gewinde hier angebracht werden. Die dreht man einfach rein und kann dann den Empfänger entsprechend ausrichten. Beiden Seiten. Ja, das Gerät ist jetzt im Prinzip schon einsatzbereit. Was natürlich nicht fehlen darf, ist der Internetanschluss, der hier hinten über die Ethernet-Buchse passiert. Hier also einfach das Datenkabel einstecken und schon kann das Gerät dann also auch mit dem Internet den Stream aufbauen, beziehungsweise wir das Gerät über das Internet erstmal konfigurieren. So, wir haben alles für euch mal ausgepackt. Das heißt, hier haben wir den Subwoofer in Kombination mit zwei Omni-Speakern. Diese hier alle im wunderschönen Weiß. Der Stream ist momentan nur in der Farbe Schwarz erhältlich, deswegen so steht er hier. Wie der Stream jetzt connected wird, zeigen wir euch im nächsten Schritt. Wir werden einen Speaker gleich in die Stromschiene über uns einhängen und den anderen zur Veranschaulichung in einen kleinen Adapter, den wir auf den Tisch platzieren, sodass man also auch beim Pairen direkt sehen kann, was mit dem Speaker passiert. Genau, und führen euch also Schritt für Schritt nun durch die Installation. So, da sind wir auch schon wieder, haben das kleine Demonstrations-Setup aufgebaut. Das heißt, der Speaker hier über den Lichtschienenadapter, ich kann euch das nochmal demonstrieren, der wird hier einfach ganz normal, als ob es eine Lichtschiene wäre, eingeklemmt und hier arretiert. Versorgt sich dann über diesen Adapter mit Strom. Der Subwoofer ist bereits mit Strom versorgt, wie man sieht, und auch eingeschaltet. Und der Stream, den schalten wir jetzt ein und mit der Versorgung des Stroms startet der auch automatisch, wie man sieht, seinen ersten Suchlauf. Der zweite Speaker, der eben noch hier stand, ist jetzt über uns in der Decke installiert und man sieht es vielleicht auch hier, wenn die Kamera das einfangen kann, der ist bereits im Suchlauf und jetzt warten wir eine Weile, bis das Pairing automatisch vonstatten geht. So, man sieht es hier.
Und man hört es auch, der Pairing Mode ist abgeschlossen. Die Geräte sind jetzt verbunden und das heißt, wir können jetzt die Signalquelle, die wir angeschlossen haben, in diesem Fall das MacBook, was zu meiner Rechten steht, einfach mal als Zuspieler nutzen. Und das heißt, ich werde jetzt hier mal etwas anmachen. Hier hat sich noch der Sub gemeldet, da ist das Piepen ein bisschen tieffrequenter ausgefallen. Und jetzt haben wir also automatisch, ohne dass wir überhaupt irgendwas machen mussten, die Anlage und dieses Setup schon eingerichtet. Das heißt, der Stream weiß jetzt, hier ist meine Box 1, hier oben ist meine Box 2 und hier ist ein Subwoofer. Ich mache es mal leise im Hintergrund an. Und nun spielt wie gesagt der Sub, der Omnispeaker hier auf dem Tisch und der über uns. Und wie das Ganze mit der Einrichtung in der Cloud jetzt funktioniert, zeigen wir euch jetzt. So, dann schauen wir uns einmal die Cloud an. Diese erreicht ihr unter cloud.spottune.io und genau, seid dann auf diesem Screen, den ihr gerade hier vor euch seht. In diesem Fall geben wir unsere Login-Daten ein, die ihr natürlich dann entweder über uns oder direkt über Spottune auch erhaltet. Das heißt, in diesem Fall sind wir die Sound-Experts, das Passwort ist schon vorgespeichert und so loggen wir uns ein. So sieht dann die Übersicht aus, die quasi Startseite. Hier werden euch die Locations angezeigt. In diesem Fall haben wir jetzt 2 Streams, die als Demo-Cloud benannt sind. Die Adresse wird angezeigt, die Zeitzone. Hier werden dann also noch Tags angezeigt, die man hier eingeben kann, damit man nachher eine Übersicht hat, welche Soundprofile hier laufen, etc. Dann wird der Stream hier angezeigt, so wie wir ihn benannt haben. Das heißt, das ist dann faktisch das Gerät. Dann gibt es hier noch Routines, das heißt, hier haben wir zum Beispiel Daily Routines eingestellt. Das heißt, das sind im Prinzip zeitliche Steuerungsmöglichkeiten für den Stream und weitere Punkte, auf die wir gleich noch eingehen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass der Stream, das ist ein weiteres Gerät, was hier normalerweise im Büro steht. Das ist gerade nicht online. Und genau, der ist ansonsten auf USB-Source gestellt und gibt über USB Musik wieder. Und ja, wie man hier sieht, der Status ist offline. Da wir jetzt aber auch einen neuen Stream anlegen, zeige ich euch erstmal, wie das geht. So, dann legen wir mal einen neuen Stream an. Wenn ihr jetzt natürlich ganz neu in der Cloud seid, seht ihr hier also im Prinzip noch nichts. Also hier die 2 angelegten Streams würden dann natürlich nicht da sein. Aber hier unten gibt es das große Plus und das heißt, wir machen eine neue Location auf. Das Ganze nennen wir jetzt einfach mal Test 123. Die Adresse setzen wir auch wieder in die Burgunderstraße zu uns nach Köln. Na, da hat er jetzt Berlin draus gemacht. Jawohl. So, in dem Fall mache ich hier mich als Kontaktadresse und gebe auch meine E-Mail-Adresse hier mit an. So, und das Ganze machen wir jetzt als Save and Continue. So, wir haben jetzt hier eine neue Location angelegt. In diesem Fall unsere Test 123 Location. Und hier wollen wir jetzt das Gerät, diesen Stream, einbinden. Dafür klicken wir hier einmal und müssen natürlich erstmal den Stream hinzufügen. Das machen wir auf Add Stream, klicken hier einmal drauf und jetzt muss die Seriennummer des Gerätes hier eingetragen werden. Die Seriennummer des Gerätes findet ihr immer auf der Rückseite. Da blenden wir auch nochmal ein Bild ein, wie das aussieht. Als Description sagen wir jetzt zum Beispiel Test Stream und fügen das Gerät nun hinzu. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und schon sehen wir, dass der Stream hier online angezeigt wird und connected ist. Schauen wir uns mal an, was wir hier alles einstellen können. Zunächst sehen wir hier in der Übersicht auch nochmal die eingestellten Routines, die wir hier eben schon mal hinzugefügt haben. In unserem Fall eine Tageszeitanpassung des Musikabspielens. Über den Volume-Bereich sehen wir die Grundeinstellung, die ist jetzt hier natürlich nur grob zu verstehen, aber man weiß jetzt hier, die Anlage sollte auf jeden Fall Sound ausgeben und wir sehen die ausgewählte Signalquelle
Und das schauen wir uns jetzt auch direkt mal an. Die ist nämlich hier momentan auf USB gestellt. Und wie wir sehen, haben wir auch im Hintergrund gerade ein Playback. Das heißt, das wird hier über diese Lautstärke angezeigt. Hier oben können wir natürlich die Signalquelle dann wechseln. Das heißt, wenn wir jetzt auf AUX schalten, ist in diesem Fall jetzt gerade kein Signal anliegend. Allerdings, wenn wir jetzt einen Zuspieler über das Klinkenkabel an dem Stream angeschlossen hätten, würde jetzt also auch bei eingehendem Signal hier ein Pegel erscheinen und wir könnten über die Anlage dann Musik hören. Des Weiteren lässt sich hier noch Network einstellen und das zeigen wir euch gleich in einem anderen Schritt, denn hier lassen sich dann Playlisten zum Beispiel einbinden. Wir haben halt hier einen Playlist-Mix und der beginnt dann zu spielen. Wir sehen es jetzt hier und ist jetzt in diesem Fall eine Playlist, die hier in die Cloud hochgeladen wurde. Wir sehen jetzt hier, dass wir die Musikwiedergabe halt über das Netzwerk machen. Das heißt, das ist eine Playlist, die jetzt in der Cloud hochgeladen wurde und wir also auch direkt auf das Device streamen. In dieser Übersicht sehen wir schon, dass hier also die eingestellte Zone auf dem Gerät ausgewählt wird. Und dieser Zone können wir eine Signalquelle zuordnen. Das heißt, in der Zone 1 haben wir jetzt hier gerade AUX eingestellt. Es liegt kein Signal an, weswegen jetzt hier auch kein Pegel vorherrscht. Wir könnten das Ganze jetzt auf USB mal stellen. Und am Device sieht man auch jetzt schon den Pegel hier eingehen. Das heißt, der USB-Stick fängt sofort hier an zu spielen. Und hier können wir natürlich über die Cloud dann auch Titel weitermachen oder auf Pause. Kann hier einen Shuffle einstellen. Das Ganze kann man natürlich am Gerät auch vor Ort durchführen. Jede Zone verfügt über eine Möglichkeit, die einzelnen Speaker natürlich in der Lautstärke zu variieren. Und als allererstes schauen wir, dass wir die Speaker, die wir jetzt gerade hier installiert haben, auch erstmal ordentlich benennen. Das heißt, in dem Fall war der Speaker 1 der Speaker, den ich hier auf dem Tisch stehen habe. Und den nennen wir jetzt einfach mal Tisch. Der Speaker 2, der sich direkt danach verbunden hat, ist der, der an der Decke hängt. Entsprechend nenne ich den jetzt Decke. Und der Speaker 3 ist jetzt unser Subwoofer. Jetzt braucht er kurz, um das zu aktualisieren. Jetzt hat er es übernommen. Und jetzt haben wir also ganz klar identifiziert, welche Speaker wir hier vor uns haben. Jetzt machen wir eine Grundlautstärke erstmal der Zone. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal auf den Wert 9 oder sagen wir 10 und können jetzt langsam unsere Speaker entsprechend hinzufahren und einstellen. Das heißt, ich mache mir jetzt eine kleine Lautstärke am Tisch, weil das direkt vor mir steht. So, ihr könnt es über mein Mikrofon wahrscheinlich schon hören, der spielt. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Subwoofer dazu. Ja, der arbeitet jetzt angenehm hier. Und da möchte ich natürlich noch ein bisschen von oben beschallt werden. Da vielleicht auch ein bisschen mehr. Und so einfach ist es dann im Endeffekt auch schon. Ich mache jetzt mal hier wieder leise, damit man mich gut hören kann. Man kann also hier, wie ihr gesehen habt, die Lautstärken dann individuell anpassen. Und das Ganze lässt sich natürlich auch nochmal für eine zweite Zone realisieren. An der zweiten Zone haben wir jetzt aber nichts eingestellt bzw. angeschlossen. Das heißt, die ist jetzt hier einfach leer. Wie gesagt, haben wir hier auf USB das Ganze eingestellt als Quelle. Falls ihr eine Signalquelle direkt über ein Kabel angeschlossen habt, dann wählt ihr hier bitte AUX aus. In dem Fall haben wir jetzt hier noch kein Signal anliegen. Natürlich kann man auch noch ganz easy über Network zuspielen. Das heißt, das funktioniert so, man kann in der Cloud, das zeige ich euch gleich, Titel hochladen und diese werden dann bei Spottune direkt quasi auf dem Server gespeichert und über diesen dann ausgespielt. Und diese Playlisten kann man sich dann hier abspeichern, bei uns jetzt einfach der Playlist-Mix und hier sind dann entsprechend die Titel, die hier hochgeladen sind und die kann man dann direkt aus der Cloud auch abspielen. Das heißt, auch aus der Ferne ist es dann möglich, beim Kunden die Musik an- und auszumachen. Und wie ihr hören könnt, das funktioniert super. Genau, ich fahre die Lautstärke nochmal runter. So, und zeige euch, was wir noch so in der Cloud für Möglichkeiten haben. So, zurück auf der Hauptseite von der Cloud gehen wir jetzt hier am Rande auf das Kästchen, setzen da einen Haken und jetzt seht ihr, dass hier oben also
eine Leiste hinzukommt mit mehreren Möglichkeiten. Was wir ja eben gemacht haben, war den Stream hier überhaupt einzubinden. Wir könnten jetzt hingehen und diesen auch editieren. Das heißt, die Benennung hier ändern, wir könnten die Zeitzone ändern und wir können also hier nochmal die Device-ID abgleichen. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, Tags hinzuzufügen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, wir befinden uns hier beim Kunden am Point of Sale und haben eventuell Playlisten, die in diese Richtung gehen, dann könnte man jetzt hier Point of Sale Sounds eintragen, sodass immer ersichtlich ist, dass also hier entsprechende Playlisten laufen. Immer wenn ihr etwas bearbeiten wollt, auf eurem Stream, auf eurer Location, müsst ihr das Häkchen setzen und schon habt ihr so oben hier diese Suchleiste. Wenn wir auf Select Playlist gehen, haben wir jetzt hier unsere Test-Playlist, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Die lässt sich hier entsprechend nachvollziehen. Man kann auch hier den Song vorhören und schauen, möchte man den haben oder nicht. Hier könnte man den Stream entsprechend löschen, wenn man das Gerät zurücksetzen möchte oder das Ganze an einen anderen Ort transportiert wird zu einer neuen Installation, dann lässt sich das hierüber gestalten. Zeige ich euch in dem Fall jetzt aber nicht, ist auch selbsterklärend. Da wird einfach nach einer Bestätigung gefragt und dann kann man den Stream wieder löschen. Hier kann man die Location, also was hier in dem Fall unser Test 123 Location-Name ist, das können wir hier editieren. Das ist das, was ich ja am Anfang auch angelegt habe. Oh, hier hat sich ein K noch eingeschlichen. Ich bin nicht der Herr Knebelung, sondern der Herr Nebelung. Zack, korrigieren wir das also und safen das. Entsprechend setze ich wieder mein Häkchen, kann hier User bestimmen und jetzt zum Beispiel Location User hinzufügen und könnte jetzt hier zum Beispiel einen Mitarbeiter von uns noch einladen und hier hinzufügen, sodass auch er in dem Fall begrenzten Zugang, weil ich hier Restricted Access angeklickt habe, dass aber er auf jeden Fall zum Beispiel auf Playlisten Zugriff hätte, etc. Auf dem Punkt Analytics haben wir die Möglichkeit, uns anzuschauen, wie der Stream, wenn wir jetzt den schon, sag ich mal, ein paar Tage installiert hätten, dann könnte man hier schauen, gab es irgendwann Lost Packages, das heißt, ist irgendwo ein Datenabbruch passiert, ist irgendwo das Internet ausgefallen, etc. Kann man hier alles nachschauen und hat hier so eine Übersicht, die dann also bis zu einem ganzen Monat oder bis zum letzten Monat immer funktioniert. Und wir haben auch hier einen Status für die einzelnen Speaker. Das heißt, hier haben wir überall vollen Empfang, 100%. Und genau, können uns also zum Speaker jetzt am Tisch dann auch nochmal eine einzelne Übersicht anzeigen. So, das Einbinden von Spotify zeige ich euch kurz. Das ist in dem Fall ganz einfach gemacht. Wir haben ja hier die Möglichkeit, unsere Source auf Network zu stellen. Und über Network läuft natürlich auch die Playlist, die ich euch eben gezeigt habe. Wenn wir die jetzt aber pausiert haben, können wir gleichermaßen Spotify einbinden. Wichtig ist dabei, dass das Netzwerk das gleiche ist. Das heißt, die Spotune Cloud muss in dem gleichen Netzwerk sein wie Spotify. Und jetzt können wir über das Mobildevice, in dem Fall hier ein iPhone, Spotify mit Spotune connecten, wie wir hier sehen. Und können dann einfach die Wiedergabe starten und Spotify läuft dann über das Spotune Stream-System. Noch nicht implementiert ist hier eine entsprechende Anzeige. Das heißt, einzig und allein der aktuelle Titel, der dann läuft, wird hier übertragen. Das wird wahrscheinlich in Zukunft noch geupdatet. Das heißt, dass man dann auch hier etwas mehr Informationen bekommt und hier vielleicht dann auch steht, dass Spotify aktuell läuft. Von der Hauptseite kommt ihr über den Menüpunkt Routines zu einer Möglichkeit, gewisse Dinge in der Cloud zu planen und zu steuern. Das heißt, Routines heißt ja zu Deutsch Routine. Das heißt, man kann also hier Einstellungen vornehmen, die in einem Wochenablauf von eurer Location zum Beispiel berücksichtigt werden sollen, dass man zum Beispiel zu gewissen Tageszeiten die Lautstärke variiert, die Signalquelle wechselt, etc. pp. Wir haben hier schon eine Testroutine eben für euch angelegt und können euch auch nochmal zeigen, wie wir das machen. Das heißt, wir machen jetzt eine Tageszeit
Steuerung, fügen die hinzu und bekommen also hier das Ganze auch direkt angezeigt und können jetzt einzelne Punkte hinzufügen. Er fragt dann hier, was er triggern soll, und das ist natürlich dann immer von einer Tageszeit abhängig. Wir geben jetzt hier zum Beispiel, machen wir mal 14 Uhr. So. Und jetzt kann man halt auswählen, möchte man das an allen Tagen haben oder in unserem Fall wollen wir das nur an den Wochentagen. Und samstags ist beispielsweise das Geschäft einfach geschlossen. Das heißt, wir machen jetzt von Montag bis Freitag, wollen wir jetzt um 14 Uhr etwas verändern. Das heißt, wir fügen das hinzu und haben also jetzt schon mal die grundlegenden Daten festgelegt. Das heißt, um 14 Uhr an diesen 5 Wochentagen passiert dann Folgendes. Und was dann passiert, müssen wir jetzt erstmal festlegen über eine sogenannte Action. Das heißt, hier haben wir folgende Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel Controls, also Play, Pause oder den nächsten Titel machen. Eine bestimmte Playlist einstellen oder die Lautstärke nach oben oder nach unten korrigieren. Eine grundsätzliche Lautstärke festlegen. Die Signalquelle wechseln. Oder auf Pause drücken, also das heißt, der Player unterbricht für einen bestimmten Zeitraum, den man dann festlegen kann. Oder man spielt ein Announcement ein, das heißt, das ist dann eine Durchsage. Das kann man natürlich auch super nutzen, um zum Beispiel Werbeeinspieler etc. zu machen. Wir möchten jetzt mal um 14 Uhr die Signalquelle wechseln und gehen hier auf Action hinzufügen und werden erstmal gefragt, in welcher Zone wir das machen wollen. Wir haben ja die Möglichkeit, über einen Stream, wie gesagt, 2 unterschiedliche Zonen zu realisieren und wir können das dann also einzeln auf einer Zone einstellen, machen das aber in dem Fall jetzt auf beiden Zonen. Und jetzt geben wir an, auf welche Signalquelle wir denn wechseln möchten. Und da wir jetzt zum Beispiel gerade jetzt auf dem Gerät über USB wiedergeben und jetzt davon ausgehen, dass das Gerät im Laden steht und der Kunde vielleicht über einen großen USB-Stick Musik abspielt, möchten wir jetzt in dem Fall auf eine AUX-Signalquelle wechseln, weil beispielsweise um 14 Uhr im Haus der DJ eine Session spielt und wir dann also automatisch wollen, dass der Line-Eingang scharf geschaltet wird. Das machen wir jetzt und fügen diese Action hinzu. Und wir sehen also hier, dass der Eintrag hier erfolgreich ist. Das heißt, um 14 Uhr an diesen 5 Wochentagen wird die Quelle von Zone 1 und 2 auf AUX gestellt. Jetzt können wir noch eine weitere Action zum Beispiel hinzufügen und sagen, der DJ, der ist immer schrecklich laut, den müssen wir irgendwie von der Anlage dann ein bisschen leiser machen, sonst wird das den Kunden vielleicht im Geschäft zu laut und dann machen wir auch wieder die Zone 1 und 2 und fügen diese Action hinzu. Und jetzt wird die Zone entsprechend um -1 leiser gemacht. Wenn das noch nicht genug sein sollte und wir halt mit -1 nicht hinkommen, dann wiederholen wir diese Action und haben dann also insgesamt einen Wert von -2 auf der Skala. Und jetzt können wir noch zum Beispiel sagen, wir möchten um 14 Uhr dann auch noch ein Announcement verkünden, also eine Ankündigung machen. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier die Möglichkeit, eine Audio-Promotion, die wir schon von uns hier eingepflegt haben, hinzuzufügen. Wie gesagt, das ist ja alles nur ein Beispiel hier. Und das Ganze wird dann auch um 14 Uhr abgespielt. Das heißt, hier haben wir jetzt die Übersicht von Aktionen, die wir mit dieser Tageszeitsteuerung realisieren. So, nachdem ich euch gezeigt habe, was mit diesen Routines hier alles möglich ist, kommen wir noch zu ein, zwei anderen Punkten. Das heißt, hier auf diesem Reiter haben wir noch die Möglichkeit, Playlisten hinzuzufügen. Das ist in unserem Fall hier schon mit dieser Test-Playlist geschehen. Wenn man, wie gesagt, eine hinzufügen möchte, gibt man einfach einen Namen ein, fügt diese dann hier auf Add hinzu und kann dann diese Playlist hier editieren und Songs hinzufügen. Das heißt, hier wird gefragt nach den Files
Hier seht ihr die Formate, die hier alle unterstützt werden. Ja, und dann gibt man halt ganz normal Musik an, wo die auch immer liegt auf dem Gerät, lädt die dann hier über Add hinzu und dann sieht es entsprechend so aus, wenn die Titel hochgeladen sind. Das heißt, hier werden alle Titel angezeigt. Man kann die hier in der Reihenfolge verändern, editieren und löschen. Eigentlich selbsterklärend. Und diese Playlisten kann man dann, wie gesagt, auf den Geräten auch auswählen über Network. Die Playlisten werden in dem Fall in der Cloud bei Spottune selbst auf den Servern gespeichert und das Ganze wird also über Network dann gestreamt. Hier hat man noch die Möglichkeit, Announcements, also in jeglicher Form irgendwelche Ansagen oder Promotions, Informationen für Kunden entsprechend hinzuzufügen. Und auch da ist es das Gleiche, also wie das Hochladen eines Songs letztlich funktioniert das. Die gleichen Formate werden hier erkannt. Dann wird gefragt, wo liegt der Announcement-File. Den würde ich in dem Fall angeben, hochladen und hinzufügen, wie wir es jetzt hier bei der Audio-Promotion von Soundexperts gemacht haben. Und auch hier besteht die Möglichkeit, das Ganze noch zu editieren, vom Namen oder halt zu löschen. Die Announcements, die ihr dann hier hochgeladen habt, könnt ihr dann ganz einfach in den Routines, wie ich es euch eben gezeigt habe, dann auch angeben. Das heißt, man sieht es hier auch, dieses Announcement wird dann zu einer gewissen Zeit abgespielt. Hier lassen sich noch Text hinzufügen. Das heißt, alles was hilft, um Player und Musik zu sortieren, um anhand von Tags schnell sehen zu können, was läuft auf einem Gerät, was ist das für ein Kunde. Kann man also hier beispielsweise zum Beispiel das Tag Baumarkt machen und wüsste jetzt, okay, über diese Zuordnung kann ich auf einen Blick in der Übersicht der Locations nachher sehen, was hier spielt. Das heißt, bei Test 1, 2, 3 wüsste ich jetzt, okay, das ist ein Gerät, was in einem Baumarkt auch spielt und schon kann ich das hinzufügen. Hier sehen wir die HQ-Users, das heißt Headquarter-Users. Das ist in dem Fall, sind das jetzt wir über diese Cloud. Und ich habe euch ja auch vorhin gezeigt, dass wir also noch User hinzufügen können, indem wir hier auf Manage Users gehen. Und jetzt habe ich hier noch einen Location-User, das heißt, das ist ein Benutzer, der sich also jetzt nur um diese einzelne Location hier kümmert oder kümmern kann, besser gesagt. Wir hatten auch gesehen, dass er jetzt beschränkte Rechte hat, das heißt, er kann nur innerhalb dieser Location Dinge verändern und Sachen editieren, aber nicht in der ganzen Cloud jetzt zum Beispiel Streams löschen etc. Das wäre dann nur dem HQ-User quasi vorenthalten, der in dem Fall jetzt hier wir sind. Ja, hier oben rechts sehen wir noch die Möglichkeit, das eigene Benutzerprofil hier nochmal zu editieren, gegebenenfalls Passwörter zu verändern und natürlich auch eine Hilfefunktion. Die wird auch noch, soweit ich das richtig einschätze, stetig ausgebaut. Also vor einiger Zeit sind da ja immer neue Contents dazugekommen. Das heißt, für alle möglichen Punkte von der Installation bis über, wie stelle ich Announcements ein, wie lege ich Playlists an, gibt es hier Punkte, die man sich also nochmal angucken kann. Genau, hier loggt man sich dann nachher auch aus und eine ganz coole Funktion, die jetzt auch neu dazugekommen ist, ist der Night Mode. Das heißt, ich kann hier alles mir bequem auch ein bisschen dunkler anzeigen lassen, wer das möchte. Genau, so viel sei erwähnt. Ich glaube, dass ich euch jetzt die meisten Dinge hier gezeigt habe. Hier ist zum Beispiel nochmal eine Übersicht, wo sind wir denn eigentlich? Mitten in Deutschland hier in dem Fall und da kann man natürlich auch reinzoomen und schauen. So nochmal zusammenfassend gesagt, also in der Übersicht hier findet ihr euren gerade angelegten Stream. Wenn ihr diesen editieren wollt, müsst ihr hier das Häkchen setzen und seht hier halt oben, dass also hier die Playlist-Auswahl geschieht, Routinen eingestellt werden können. Das heißt, hier haben wir jetzt die Daily Routine festgelegt. Wir wollen das jetzt auf die Tageszeitsteuerung, die wir gerade zusammen
programmiert haben, wechseln, safen das und sehen also, dass jetzt hier die Tageszeitsteuerung erscheint. Jetzt setzen wir wieder unser Häkchen und sagen, okay, wir möchten noch einen weiteren User hinzufügen. Wir laden jetzt noch unseren Chef ein und geben ihm vollen Zugriff. Und so haben wir jetzt hier noch einen User hinzugefügt. Genau, man kann halt hier die Tags entsprechend bearbeiten. Das heißt, wir haben jetzt hier Point of Sale und sagen, das ist ein Point of Sale in einem Baumarkt. Und entsprechend wird das hier sofort hinzugefügt. Des Weiteren haben wir noch die Möglichkeit, immer das Häkchen setzen, nicht vergessen, einen weiteren Stream zum Beispiel hinzuzufügen. Das heißt, wir könnten jetzt innerhalb dieser Location sagen, wir möchten jetzt noch einen weiteren Stream installieren. Hier würden wir jetzt nochmal die Seriennummer, die hinten auf dem Gerät steht, eingeben, das Ganze nochmal mit einer Description versehen und könnten also auch einen zweiten Stream, wie ihr hier in dem oberen Beispiel seht, hinzufügen. Der wird hier der Einfachheit halber ausgegraut, weil wir hier die gleichen Daten hinterlegt hatten und es quasi gleich benannt ist, bis auf der Stream selbst natürlich. Der heißt dann anders. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Stream zu löschen, falls ihr das möchtet, die Location zu editieren. Das habe ich euch eben gezeigt. Die Analytics habe ich euch kurz gezeigt. Auf Advanced kann man dann später nach Text sortieren, kann nach Adresse suchen, den Location-Namen durchsuchen. Man kann zum Beispiel sagen, man möchte nur den Status angezeigt werden. Hier kann man den Status zum Beispiel auf Show Only Errors gehen. Das heißt, hier werden jetzt nur die angezeigt, die nicht connected sind. In dem Fall die beiden aus der Demo Cloud oben. Genau. An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Rückfragen habt zu gewissen Themen, schreibt uns einfach an. Das ganze System wird natürlich stetig weiter ausgebaut und einige Features werden da in Zukunft mit Sicherheit noch implementiert werden. Wir freuen uns auf jeden Fall über diese richtig coole Lösung direkt aus Dänemark von Spottune. Ciao und bis bald.